Hallo und willkommen auf Orbital Plausch. Private Weltraumfahrt. Virgin Galactic oder Blue Origin? Für wen von beiden würdet ihr euch entscheiden? Lasst uns drüber reden. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Hallo und willkommen auf dem Kanal von Orbital Plausch. Mein Name ist Thorsten und wir unterhalten uns heute ein bisschen über die private Weltraumfahrt. SpaceX hat es natürlich vorgemacht, wie kann man mit viel Unterstützung Sachen vom Erdboden hoch zur ISS bringen. Das haben wir schon mal erreicht, Haken hinter. Private Weltraumfahrt bedeutet aber auch mehr, nämlich dass irgendwann mal jemand wie du und ich in den Weltraum können und das möglichst zum kleinen Preis. Es gibt noch zwei andere große Firmen, eigentlich sind es sogar drei, die sich um diesen Markt so ein bisschen streiten. Wir hätten zum einen Virgin Galactic. Virgin Galactic hatten wir auch schon in einer der vorigen Folgen schon betrachtet gehabt, ist ein Unternehmen, das mittels eines Trägerflugzeugs ein kleines Raumschiff, was so ein bisschen aussieht wie ein Space Shuttle, erstmal auf eine bestimmte Höhe bringt, ausklingt, die Raketenmotoren zündet und dann über die 100 Kilometer Carbonline drüber springt, sodass alle Leute, die da drin sind, von da ab Raumfahrer sind. Astronauten, wie die Amerikaner sagen würden. VSS Unity, das ist der 22. Flug, um ganz genau zu sein, wird das erste Schiff sein, das Virgin Galactic Schiff, das am 11.07. jetzt tatsächlich auch mal mit sozusagen dem ersten kommerziellen Ansprüchen in den Flug in den Weltraum antreten wird. Dabei wird, Überraschung, der Inhaber dabei sein, Mr. Branson himself. Er hat sich auch, um das Ganze natürlich medienwirksam zu machen, die Astronautennummer 001 gegeben. Neben ihm sind noch 5 weitere Personen an Bord. 2 davon sind die Piloten, 2 weitere sind zwar Mitarbeiter von Virgin Galactic, aber werden wahrscheinlich schon den obligatorischen Obolus von $1 gezahlt haben. Mr. Branson ist mit seinen 70 Jahren relativ gut dabei, aber da sagt man sich natürlich, da geht noch mehr. Einer der stärksten Konkurrenten von Virgin Galactic an der Stelle ist Blue Origin. Blue Origin hat es zuerst zwar angesagt, aber leider Gottes haben sie den falschen Termin angesetzt. Sie haben den 20.07. genommen. Das heißt, gut eine Woche nach Virgin Galactic starten sie, auch hier an Bord, der Chef des Unternehmens, Jeff Bezos. Jeff Bezos hat allerdings jetzt nicht nur drauf gesetzt, irgendwelche, Mitarbeiter mitzunehmen, sondern Jeff Bezos hat das ganze medienwirksam mal etwas anders in Szene gesetzt. Zum einen natürlich hat er an die Familie gedacht. Finde ich das schon mal eine tolle Sache. Er hat seinen Bruder Mark eingeladen, mit ihm zusammen zu fliegen. Einen dritten Platz hat er meistbietend versteigert. Dazu kommen wir aber gleich noch zum Bieter mit der Nummer 107. Wir wissen nämlich aktuell noch nicht genau, wer das ist, aber da lassen wir uns mal überraschen. Viel interessanter ist jedoch Raumfahrer oder Raumfahrerin in dem Moment Nummer 4, Wally Funk. Die Frau ist ein bisschen famous. Sie hat insgesamt schon über 19.600 Flugstunden auf dem Buckel, war sogar Aspirantin damals für das Mercury 13-Programm gewesen. Das heißt, in den 60er Jahren, als die USA fieberhaft nach Astronauten gesucht hat, war sie dabei und sie hat gute Ergebnisse abgeliefert. Aber leider, damals waren Frauen überhaupt nicht angesagt. Das heißt, man hat nur auf Männer gesetzt. Mittlerweile hat sich das Ganze geändert. Ihr wisst selbst, sogar eine Kommandantin hat mittlerweile die ISS gehabt. Und Frauen machen alles im Weltall. Sprich, genau das Gleiche wie die Männer auch. Denn auch die Männer dürfen putzen und sonstige Sachen machen. Da gibt es nämlich keine Unterscheidung mehr zwischen den Geschlechtern. Ja, Wally Funk wird mit ihren 82 Jahren, damit ist er ganz locker drüber gesprungen, auf alle Fälle ein Mitglied ebenfalls nachher im erlauchten Kreise der Astronauten sein. Blue Origin hat ja ein bisschen ein anderes Konzept angelegt. Sie haben ja tatsächlich eine echte Rakete, die allerdings mehr ballistisch fliegt. Das heißt, die Rakete startet gerade nach oben und im Gegensatz zu anderen orbitalen Raketen, die dann irgendwann einmal sich auf die Seite legen,
Geschwindigkeit aufnehmen, um relativ schnell um die Erde herumzufliegen, fliegt sie einfach nur gerade nach oben, trennt sich irgendwann von ihrer Kapsel. Die Kapsel kommt runter, ganz genauso wie wir es auch von anderen Kapseln kennen, nämlich an 3 Fallschirmen, wenn alles gut geht. Und die erste Stufe ist, siehe SpaceX, wiederverwendbar. Sie landet eigentlich fast genau da, wo sie auch gestartet ist, kann somit wieder aufgetankt, refurbished und wiederverwendet werden. Damit ist das Ganze allerdings noch nicht ganz zu Ende, weil, kommen wir doch mal ganz kurz dazu, was bedeutet denn eigentlich die private Weltraumfahrt für uns? Weil, wer hätte nicht Lust, das auch mal zu machen? Ja, und wie immer natürlich, wenn das liebe Geld nicht wäre. Bei Blue Origin war das so, dass der meistbietende jetzt für den 4. Platz, der Bieter Nummer 107, doch ganze 28 Millionen Dollar auf den Tisch des Hauses gelegt hat. Nicht schlecht für einen Flug, der vielleicht 6, 7 Minuten, naja eher 5 bis 6 Minuten Schwerelosigkeit bringt. Das Geld ist natürlich jetzt nicht einfach in die Taschen des Amazon-Gründers Jeff Bezos gelandet. Nein, sie wird natürlich dem Benefit Club for the Future Kids zur Verfügung gestellt und soll da Kinder natürlich auf dem Weg in ihre Zukunft begleiten und motivieren, selbst vielleicht Weltraumfahrer zu werden, aber sich zumindest für diese Themen stark zu interessieren. Die späteren Flüge, die werden ein bisschen günstiger. 28 Millionen ist ein Wort. Aber ich glaube, da kommen wir alle nochmal drunter. Wo genau der Preis ist, das wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, das wird jetzt wohl demnächst einmal bekannt gegeben werden. Kommen wir mal zurück zu Blue Origin. Da ist das Ganze schon etwas klarer. Aktuell ruft man da einen Flugpreis von 250.000 US-Dollar an. Also roundabout 203.000 Euro. Wer also Lust hat, naja, mittlerweile kann man ja nicht mehr Haus in Deutschland sagen. Wer eine kleine Wohnung also mal investieren will für solch einen Spaß, auch hier die Schwerelosigkeit sind wir bei 6 Minuten ungefähr, der kann das natürlich auf alle Fälle investieren. Wer natürlich sagt, 28 Millionen, ey, das ist ja cool, geht es nicht noch ein bisschen teurer? Ja, natürlich, es geht teurer. Aber dafür kriegt man natürlich auch mehr. Der dritte im Bunde, das ist Axiom Space. Axiom Space wird im Januar 2022 ihre erste Mission starten. Hier sind es allerdings nur 4 Raumfahrer, in dem Fall sogar, würde ich mal sagen, echte Raumfahrer, die nach oben kommen. AX1 wird für lockere 55 Millionen pro Person nicht einfach nur einen Flug in den Weltraum machen. Nein, es geht rauf zur ISS. Gut, normalerweise ist man auf der ISS zwischen 3, 6 und vielleicht 12 Monaten. Die Raumfahrer werden für diesen Spottpreis natürlich nicht ganz so lange da oben bleiben können. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich so um eine Woche herum sein wird. Aber tatsächlich, hier sind 3 echte private Nicht-Astronauten an Bord. Das heißt, der Kommandant der ganzen Kiste, der war natürlich schon mal an Bord gewesen. Das war Michael Lopez Mergen. Gott, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist der einzige echte Vollprofi. Aber Personen so wie Larry Connor, auch mal wieder ein 70-Jähriger, also auch man sieht ganz klar, das Ding zielt wirklich auf alle Altersgruppen ab, wird dabei sein. Wer sagt, naja, kann man das nicht noch ein bisschen teurer machen? Klar, geht alles. Man kann zum Beispiel mit einer Soyuz auch zur ISS fliegen. Hier muss man allerdings dann gleich 80 Millionen Dollar auf den Tisch des Hauses legen. Nicht gerade ein Schnäppchen. Apropos Schnäppchen. Mit dem Flug ist es natürlich nicht getan. Wenn ihr auf der ISS seid, dann wollt ihr natürlich da auch ein hübsches Zimmerchen mit Ausblick haben. Naja, egal ob ihr einen Ausblick habt oder nicht, die NASA bucht pro Nacht, die ihr dort bleibt, auf alle 35.000 US-Dollar von eurem Konto ab. Wer es bezahlen kann, habt Spaß, bucht euch ein und lasst uns mal überraschen, wo die Preise demnächst hingehen werden. Das war es ansonsten schon wieder zu den aktuellen News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, hinterlasst einen Daumen nach oben, abonniert uns doch bitte und wenn ihr auf die kleine Glocke drückt, dann verpasst ihr auch zukünftig keine weiteren Informationen mehr zur Weltraumfahrt, vielleicht auch SpaceX oder anderen spannenden Themen. Noch wichtig, am nächsten Mittwoch haben wir natürlich wieder ein Livestreaming. Da sind natürlich auch wieder, wie immer, die Beantwortung eurer Fragen damit dabei, die ihr dann hoffentlich auch im Livestream setzt. Wie immer,
Alle Sourcen habe ich unten unter diesem Video verlinkt, sodass ihr auch da nochmal nachschauen könnt. Da gibt es garantiert das eine oder andere, was garantiert spannend ist. Ich wünsche euch allzeit eine gute Zeit. Habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern. Mein Name ist Thorsten und wir sehen uns. Ansonsten lasst uns drüber reden.